Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal Deployen. In diesem Video zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr Link-Warden einrichtet. Aber bevor wir starten, müssen wir klären, welches Problem wir versuchen zu lösen. Wir alle nutzen Lesezeichen. Wir finden einen interessanten Artikel, ein Tutorial oder eine Dokumentation, drücken auf den Stern im Browser und denken uns, das brauche ich später noch. Das Problem ist nur, wenn wir Monate oder Jahre später darauf zurückgreifen wollen, finden wir nicht mehr den richtigen Link oder die Seite ist nicht mehr da oder die Seite existiert noch, aber der Inhalt hat sich komplett verändert. Dieses Phänomen nennt man Linkrot, also das Verrotten von Links. Genau hier kommt Link-Warden ins Spiel. Wir werden heute eine Lösung installieren, die nicht nur den Link speichert, sondern die komplette Webseite für euch archiviert. Wir installieren das Ganze per Docker Compose auf einem VPS, richten die persistenten Speicherorte ein und sorgen dafür, dass ihr nie wieder Wissen verliert, nur weil eine Webseite offline geht. Der entscheidende Unterschied von Link-Warden liegt in der Archivierung. Link-Warden ist nicht primär eine Read-It-Later-App, sondern ein persönliches Webarchiv. Wenn ihr in Link-Warden eine URL speichert, braucht das System die Webseite und erstellt sofort einen Screenshot und eine PDF-Version der Seite. Das bedeutet, selbst wenn die ursprüngliche Webseite morgen komplett aus dem Netz genommen wird, habt ihr in eurem Link-Warden-Dashboard immer noch den Zugriff auf den Inhalt, genauso wie er zum Zeitpunkt des Speicherns aussah. Ihr baut euch quasi eure eigene private Wayback-Maschine. Außerdem nutzt Link-Warden Collections und Tags. Collections könnt ihr euch wie klassische Ordner vorstellen. Ein Link gehört in genau eine Collection. Tags hingegen sind flexibel. Ihr könnt einem Link beliebig viele Tags zuweisen, um ihn thematisch einzuordnen. Ein weiterer Punkt, der sehr wichtig ist, Link-Warden ist Open Source und kann selbst gehostet werden. Wenn ihr Link-Warden selbst hostet, gehören die Daten euch. Die Datenbank, die Screenshots und die PDFs liegen auf eurem Server. Ihr habt die volle Kontrolle und seid von keinem Drittanbieter abhängig. Zwar bietet Link-Warden auch Kollaborationsfeatures für Teams an, wir fokussieren uns aber heute darauf, es als robustes Archiv für einen Einzelanwender aufzusetzen. Kommen wir zur Installation. Was ihr für das Setup braucht, ist ein VPS oder ein Home-Server, auf dem ihr Docker und Docker Compose installiert habt. Ich nutze jetzt in diesem Video einen Server von Hetzner. Mit meinem Affiliate-Link aus der Beschreibung erhaltet ihr ein 20 € Startguthaben. Ihr könnt das Ganze aber auch auf einem Ugreen oder Synology NAS oder auf einem Raspberry Pi einrichten. Ich melde mich hier in der Konsole an und drücke auf Server erstellen. Hier wähle ich einen kleinen Server dafür aus, der sich in Deutschland befinden soll. Ich wähle hier Debian als Betriebssystem. Ich möchte eine öffentliche IPv4-Adresse haben und ich brauche hier einen SSH-Key. Ich öffne ein Terminal. Im Terminal gebe ich ein SSH-keygen -t RSA. Und schon habe ich einen Key erstellt. Ich sehe hier, dass ich im Ordner .ssh die ID RSA habe und da sehe ich auch den ID-RSA.pub, den möchte ich haben, also lese ich diese Datei aus. Diesen Schlüssel hier kopiere ich, aber ich füge ihn nicht hier in dieses Feld ein, sondern ich gehe hier zu der Cloud-Config und in der Cloud-Config gehe ich zuerst einmal auf deploy.de und gehe ich hier unten zum Hetzner Cloud Init Generator. Hier wähle ich aus, dass ich einen Debian-Server habe, der sich in Europe Berlin von der Zeitzone befindet. Ich erstelle mir einen Hauptbenutzer namens Deployen. Ich gebe hier meinen SSH Public Key ein und wichtig, es ist der Public Key. Danach gehe ich hier zu Docker und Apps und drücke hier auf den Schalter, dass mir Docker installiert werden soll. Bei der Sicherheit wähle ich aus, dass ich den Root-Login verbieten möchte und nur der SSH-Key-Login erlaubt sein soll. Den Rest lasse ich so, wie es ist. Ich kopiere mir hier diese Konfiguration, gehe zurück zu den Servereinstellungen, kopiere das hier rein und ich drücke auf kostenpflichtig erstellen. Aus irgendeinem Grund klappt es nicht. Ach so, es gibt hier keinen Server am Standort Nürnberg. Ich wähle mal Falkenstein aus. Jetzt kann ich den CX23 auswählen und drücke auf kostenpflichtig erstellen. Jetzt wird mir hier mein Server erstellt
Und an dieser Stelle muss ich ein bisschen warten, weil er wird nicht nur erstellt, sondern es wird auch automatisch Docker installiert und dann wird der Server neu gestartet. Das kann bis zu 5 Minuten dauern. Wenn dieser Vorgang nicht fertig ist, werde ich mich auch nicht anmelden können. Was ich als nächstes mache, ist, mich mit dem Server zu verbinden. Dafür nutze ich Visual Studio Code. In Visual Studio Code drücke ich hier unten auf dieses Zeichen und drücke ich hier auf Aktuelles Fenster mit Host verbinden. Und hier gebe ich einfach ein deployen add und dann die IP-Adresse des Servers, den ich gerade erstellt habe. Also die kopiere ich hier und füge das Ganze hier ein. Und jetzt bestätige ich den Fingerprint und dann bin ich schon fast mit meinem Server verbunden. Ich drücke jetzt hier noch auf Ordner öffnen und hier öffne ich das Heimverzeichnis von deployen. Also ich drücke hier OK. Ich drücke hier auf Ordner vertrauen und fortfahren und ich vertraue den Autoren aller Daten im übergeordneten Ordner. So, jetzt bin ich mit dem Server verbunden. Als nächstes öffne ich hier ein Terminal und hier in Bash erstelle ich mir erstmal einen neuen Ordner für Linkwarden. Das heißt, ich gebe ein mkdir Linkwarden. Falls ihr aber Probleme mit dem Terminal habt, ich habe auch ein Video zu den wichtigsten Befehlen im Terminal erstellt. Das könnt ihr euch auch auf meinem Kanal angucken. Jetzt bewege ich mich hier in den Ordner Linkwarden und im Ordner Linkwarden erstelle ich eine compose.yaml. Und was ich auch noch mache, ist hier eine .env-Datei zu erstellen. Und was ich auch noch mache, ist einen Ordner anzulegen, der heißt db, der heißt data und der heißt Miley. Also ich sehe jetzt hier, ich habe den Ordner Linkwarden und da drin habe ich 3 Ordner. Jetzt als nächstes muss ich herausfinden, wie ich das Ganze installieren kann. Dazu besuche ich Linkwarden. Und hier sehe ich das Repository von Linkwarden. Und hier sehe ich eine .env.sample. Die brauche ich. Also öffne ich sie. Ich kopiere mir den Inhalt hier raus. Und ich füge das Ganze in meine .env-Datei ein. Das Ganze speichere ich ab. Jetzt öffne ich noch die compose.yaml. Und in die compose.yaml füge ich das ein, was hier unter docker-compose.yaml drin steht. Ich kopiere die Datei und ich füge den Inhalt jetzt hier ein. Und ich sehe, Linkwarden besteht aus 3 Services. Und zwar habe ich einmal hier den Service Postgres, ich habe Linkwarden selbst und ich habe Miley Search. Das erste, was ich mache, ist hier bei Postgres das Ganze auf Postgres 18 zu erhöhen. Ich möchte in diesem Fall Postgres 18 nutzen. Natürlich könnt ihr genauso gut bei Postgres 16 bleiben. Wenn ihr Postgres 18 benutzt, dann darf hier kein /data am Ende des Volume-Pfades stehen. Das heißt, das lösche ich hier an dieser Stelle. Und was ihr nicht machen dürft, ist, wenn ihr bereits eine Postgres Version 16 Datenbank habt bei Linkwarden, könnt ihr sie nicht einfach ohne weiteres auf Version 18 upgraden. Da müsst ihr erst einmal eine Datenmigration durchführen. Dann als zweiten Dienst habe ich hier Linkwarden. Hier wird die Postgres-Datenbank geladen. Das soll immer wieder gestartet werden. Hier wird der Latest Tag benutzt. Das mag ich nicht so gerne, weil man nicht genau weiß, was man gerade benutzt. Und weil man bei einem Update auch nicht weiß, ob das alles immer noch kompatibel ist. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal zum Repository. Und hier im Repository gehe ich hier zu den Packages und ich sehe hier das Package Linkwarden und ich sehe hier, der Tag Latest ist momentan der gleiche wie die Version 2.13.5. Also ich möchte hier 2.13.5 verwenden, also kopiere ich mir hier diesen Teil raus und füge es hier ein anstelle von Latest. Diesen Kommentar hier kann ich auch löschen. Jetzt speichere ich das Ganze und bei Miley Search könnte ich natürlich auch gucken, was es für eine Version gerade gibt und ob ich sie updaten möchte. Aber das lasse ich an dieser Stelle mal so, wie es hier vorgeschlagen wird. Und was ich auch noch ändern kann, ist hier der Port. Oder wenn man das eigentlich wirklich betreiben möchte, könnte man hier auch diesen ganzen Block entfernen und einen Reverse Proxy einsetzen,
damit man auch mit einer Domain auf das Ganze zugreifen kann mit SSL-Zertifikat dazwischen. Wenn man das aber zu Hause nutzt, auf einem Home-Server, ist dieses Port gar nicht so schlimm, aber es könnte sein, dass sich auf dem Port 3000 bereits schon irgendwas anderes befindet. Das heißt, den linken Teil des Ports kann man problemlos ändern. Also ich kann hier zum Beispiel 3333 eintragen und dann werde ich die Anwendung erreichen über die IP-Adresse des Hosts plus den Port 33333. So, und als nächstes sehe ich hier noch bei den Volumes, es wird hier der Ordner PG Data benutzt. Ich habe meinen jetzt DB benannt, das heißt, ich nenne das hier auch an dieser Stelle .db. Hier den Data-Ordner, den habe ich auch. Und Miley Data heißt bei mir nur Miley. Und das war's auch schon. Ich speichere jetzt diese Datei einfach hier ab und als nächstes muss ich in die ENV-Datei gehen. In der ENV-Datei sehe ich erst einmal eine nextauth-URL und die müsste ich jetzt auf meinen Hostnamen ändern. Und in meinem Fall ist es hier halt nicht HTTP localhost, sondern, also ich habe das hier auf 3333 geändert im Port und localhost benutze ich nicht, sondern ich brauche hier die IP-Adresse des Servers. Beim Secret brauche ich jetzt irgendein Secret, das heißt, ich kann mir jetzt selbst irgendwelche Buchstaben ausdenken. Ich erstelle mir jetzt eine zufällige Zeichenfolge in Bash, indem ich eingebe OpenSSL Rand für Random minus Hex für Hexadezimalzahlen und dann eine Länge, zum Beispiel 32. Und dann habe ich jetzt hier ein 64 Zeichen langen String und ich füge den hier als nextauth secret ein. Das speichere ich mal. Jetzt führe ich das Ganze nochmal aus und das hier kopiere ich mir und ich füge das ein als Postgres Passwort und das Ganze speichere ich. Und hier gibt es noch deutlich mehr Einstellungen, die man vornehmen kann. Was man auch angeben muss, ist hier der Miley Host und Miley Master Key. Das heißt, ich führe jetzt den Befehl noch einmal aus und das ist jetzt mein Master Key. Und ich habe hier auch einen Miley Host und der Miley Host heißt in meinem Fall hier Miley Search. Also ich kopiere das hier und füge das hier ein. Und das Ganze speichere ich und ich hoffe, dass das ausgereicht hat. Sicher bin ich mir nicht, weil ich das Ganze nicht vorher getestet habe. Also wir versuchen das Ganze jetzt zu starten. Ich gebe ein sudo docker compose up-d und jetzt werden die Images alle heruntergeladen und die Container werden danach gestartet. Das kann ein bisschen dauern, insbesondere dadurch, dass GitHub in letzter Zeit nicht mehr ganz so zuverlässig funktioniert. Das hat jetzt bei mir auch 76 Sekunden gedauert, aber jetzt sind die Container angeblich gestartet. Also gucke ich das Ganze mir mal an, indem ich hier eingebe sudo docker compose logs und in den Logs sehe ich hier bei Linkwarden 1 all migrations have been successfully applied und das sieht ganz gut aus. Also die Anwendung ist gestartet. Hier bei Postgres sehe ich, dass das hier alles okay zu sein scheint. Und hier sehe ich auch noch dazwischen den Log von Miley Search. Also bei Postgres hört das Ganze damit auf momentan, dass hier drin steht Ready to accept connections. Das ist das, was wir brauchen. Und bei Miley Search bin ich mir nicht sicher. Aber ich sehe jetzt momentan noch keine Probleme. Doch jetzt sehe ich hier Probleme. Hier bei Linkwarden sehe ich ein Request und er hat versucht, Miley Search zu erreichen und das hat nicht geklappt. Und deshalb wird die App immer wieder neu gestartet. Und es kann jetzt nur zusammenhängen. Was hier sein kann, ist, dass der Miley Host hier falsch angegeben wurde. Ich bin mir auch nicht so sicher, in welcher Form das eingegeben werden muss. Was ich nochmal mache, ist das Ganze zu stoppen. Ich entferne jetzt hier den Miley Host, den kompletten Namen und speichere das Ganze nochmal ab. Jetzt starte ich es nochmal neu und mich interessiert mal, ob es hier ein Default gab. Jetzt gucke ich mir wieder die Logs an
Und diesmal funktioniert es. Das heißt also tatsächlich, der Miley-Host war falsch und sollte vielleicht gar nicht gesetzt werden oder es muss die komplette URL eingegeben werden. Jedenfalls scheint es jetzt gerade zu starten. Das heißt, was ich jetzt machen kann, ist wieder meinen Browser zu öffnen, die IP-Adresse des Servers aufzurufen und den Port einzugeben, den ich da auf der linken Seite eingegeben habe. Also in meinem Fall 3333. Und wenn ich die Seite jetzt aufrufe, dann sehe ich hier Link Warden. Ich muss hier auf Registrieren drücken. Ich drücke auf Registrieren und melde mich jetzt hier an mit deployen, mein Passwort und ich drücke auf Registrieren. Und jetzt kann ich mich versuchen anzumelden. Und es wird jetzt verifiziert und ich bin in Link Warden eingeloggt. Das heißt, die Installation scheint jetzt erfolgreich durchgelaufen zu sein. Ihr habt jetzt euer eigenes Link Warden. Falls ihr Docker Desktop benutzt, müsst ihr hier statt der IP-Adresse einfach Localhost eingeben. Was ich jetzt als nächstes mache, ist hier eine Seite hinzuzufügen. Das heißt, ich gebe jetzt hier ein Add New Link und dann mache ich hier als Link deployen.de und den Rest lasse ich mal leer und drücke auf Create Link und es muss mit HTTPS anfangen. Also gebe ich ein https://deployen.de und ich drücke auf Create Link und jetzt wird mir hier ein Link erstellt. Das kann jetzt ein bisschen dauern, aber jetzt hier sehe ich Show Link Details und unter den Details sehe ich meine Tags, meine Descriptions, den Namen und hier passiert gerade noch irgendwas. Jetzt in der Zwischenzeit sehe ich unter den Link Details, es gibt hier die Webpage, die ich mir herunterladen kann oder aufrufen. Also wenn ich die Seite hier aufrufe, dann rufe ich deployen.de über die IP-Adresse des Servers auf. Also das hier ist nur eine Kopie der Seite. Das heißt also, hier läuft auch kein JavaScript oder sowas. Wenn ich versuche, die Seite auf Englisch umzustellen, passiert gar nichts. Wenn ich versuche, auf hell oder dunkel umzustellen, passiert auch nichts im Vergleich zur echten Seite. Und wenn ich hier auf irgendeinen Link drücke, komme ich wieder zum echten Deployen, glaube ich. Ja, jetzt bin ich hier wieder auf der echten Deployen-Seite und kann hier auch von Deutsch auf Englisch zum Beispiel die Sprache ändern. Ich kann mir die Seite auch als Screenshot angucken. Also hier ist einfach ein Bild davon. Ich kann mir das als PDF-Datei angucken. Und ich habe hier auch ein Readable. Das heißt, hier wird einfach der Text extrahiert ohne den ganzen Rest. Und damit habe ich jetzt die Möglichkeit, meine Linksammlung hier anzulegen. Aber wir haben noch gerade ein größeres Problem. Wenn ich jetzt hier ein privates Fenster öffne und zu dieser Adresse hier gehe, also nicht angemeldet bin, dann ist hier das Problem, ich kann mich hier neu registrieren. Also wenn sich Link Warden auf meinem Home-Server befindet, ist das weniger ein Problem. Wenn ich das aber öffentlich hoste, dann können sich hier einfach irgendwelche Leute anmelden und meinen Server benutzen. Das möchte ich verhindern. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal hier in die ENV-Datei und hier sehe ich irgendwo die Einstellung Next Public Disable Registration und hier trage ich ein, ist gleich True. Und diese ENV-Datei, die speichere ich jetzt ab. Und es gibt hier noch mehr wichtige Einstellungen, die man vornehmen könnte. Die auch wichtig sein können, sind hier AI-Settings. Man kann eine KI, auch eine selbst gehostete KI, hier anbinden, sodass die Tags automatisch gesetzt werden. Und jetzt halte ich nochmal alle Container an mit sudo docker compose down. Und jetzt führe ich sie alle wieder aus mit sudo docker compose up -d. Also die Container sind zurück. Und jetzt versuche ich die Seite aufzurufen. Jetzt sehe ich hier Link Warden und ich bin angemeldet. Jetzt versuche ich mich nochmal über die private Seite da anzumelden. Und hier sehe ich, es gibt keine Möglichkeit mehr, einen neuen Benutzer zu registrieren. Das heißt, das hat schon mal geklappt. Das, worauf ihr jetzt natürlich auch achten müsst, ist, dass ihr dafür verantwortlich seid, dass die Daten gebackupt werden. Das heißt, ihr habt jetzt hier eine Datenbank
und einen Data-Ordner, die gesichert werden müssen. Ich habe jetzt hier im Data-Ordner die Archives und hier unter Archives sehe ich die verschiedenen Dateien, die gesichert wurden mit den Previews. Das heißt, ich kann hier unter 1.jpg sehen, was gesichert wurde. Unter 3.jpg sehe ich meine komplette dritte Seite, die ich hier archiviert habe. Und natürlich kann ich einfach diesen Ordner hier sichern. Zum Beispiel könnte ich dafür Duplicati verwenden. Bei der Datenbank ist es aber ein bisschen schwieriger, weil eine laufende Datenbank, da sollte man nicht einfach den Ordner kopieren. Das heißt, was wir machen müssen, ist einen Dump zu erstellen. Das sorgt dafür, dass ein Abbild der Datenbank nochmal erstellt wird. Das, was ich mache, ist hier einmal ein Volume zu erstellen. Das nenne ich /backups. Und das Ganze speichere ich jetzt hier ab. Und was ich jetzt machen muss, ist ein pg-dump in diesen Backups-Ordner hineinzulegen. Das heißt, das erste, was ich mache, ist hier im Linkwarden-Ordner den neuen Ordner namens Backup anzulegen. Und was ich als nächstes mache, ist hier auszuführen sudo docker compose exec und jetzt welchen Container ich verwenden möchte. Und zwar ist es Postgres und was ich darin anwenden möchte, und das ist sh. Und jetzt befinde ich mich in dem Container. Das heißt, wenn ich ls eingebe, dann sehe ich hier die Ordner, die mir zur Verfügung stehen. Und wenn ich jetzt hier eine Datei erstelle unter /backups/ hallo.txt, dann sehe ich, es gibt diese Datei nicht. Ich habe den Ordner hier falsch benannt. Ich nenne den mal Backups. Und was ich natürlich machen muss und das vergessen habe, ist, ich wähle hier nochmal Exit aus. Ich führe nochmal aus sudo docker compose down, damit die Container wirklich alle nochmal stoppen. Und jetzt sudo docker compose up -d. Und wenn ich jetzt hier das gleiche nochmal ausführe mit exec postgres sh, dann sehe ich jetzt hier den Ordner Backups. Und wenn ich hier im Ordner Backups die Datei hallo.txt erstelle, dann sehe ich hier im Ordner Backups die hallo.txt. Was ich jetzt machen möchte, ist pg-dump auszuführen. Und hier ist es halt nicht möglich, einfach nur pg-dump auszuführen, sondern weil ich hier nicht unter der Rolle root zugreifen möchte, sondern ich möchte pg-dump und dann -u für den Nutzer. Und der Benutzer heißt in meinem Fall, wie heißt der eigentlich? Postgres. Also das hier klappt. Ich sehe hier den kompletten Dump und ich sehe hier auch in der Datenbank den Text meiner Webseite. Das heißt, das hat geklappt. Und was ich jetzt machen muss, ist natürlich den pg-dump abzuspeichern und möchte das Ganze speichern in /backups/ backup.psql. Und jetzt habe ich hier im Ordner Backups den Ordner backup.psql und hier habe ich meinen Dump mit den Daten, die ich benötige. Das heißt, wenn ich jetzt hier an dieser Stelle den Backups-Ordner sichere und den Data-Ordner sichere, dann kann ich meine Linksammlung woanders wiederherstellen. Und damit habt ihr ein voll funktionsfähiges, selbst gehostetes Webarchiv am Laufen. Ihr seid damit unabhängig von Cloud-Anbietern und müsst euch auch keine Sorgen mehr machen, dass wichtige Dokumentationen einfach aus dem Netz verschwinden. Ich hoffe, dieses kurze Tutorial hat euch geholfen. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen. Abonniert gerne den Kanal. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, falls ihr Fragen zur Einrichtung habt oder welche Services wir uns als nächstes anschauen sollten. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.